dass man auch in diesem Jahr mit sinkenden Preisen rechnen kann. Rohöl ist nicht gleich Rohöl. All das trägt natürlich zur Unsicherheit bei, was sich auf der Angebotsseite tut, aber eben mit hohen Unsicherheiten behaftet. Hallo und herzlich willkommen zu Unipass Market Insights. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind und hoffen natürlich, dass Sie gut ins neue Jahr gekommen sind. Mein Name ist Florian Oberländer und wie immer an meiner Seite unser Experte, der gute Herr Pett. Hallo Gregor. Hallo Florian. Bist du gut ins neue Jahr gestartet? Ja, doch, sehr schön, sehr ruhig, aber sehr angenehm. Sehr gut. Ja, ruhig war es an den Energiemärkten nicht. Wir sind direkt mit Vollgas gestartet. Deshalb haben wir auch eine Menge Themen, die wir heute besprechen wollen. Unter anderem so ein bisschen die Stromproduktion vom vergangenen Jahr beleuchten. Dann wollen wir so einen kleinen Ausblick geben. Dann reden wir ein bisschen über die Kraftwerkstrategie. Okay. Ich würde ganz gerne aber mit dem Thema Öl anfangen. Und da würde ich ganz unkonventionell direkt mal mit einer Zuschauerfrage starten. Die hat die Lilly Wróblewski gestellt. Okay. Und die hören wir uns jetzt an. Hallo, mein Name ist Lilly Wróblewski. Ich bin duale Studentin bei Unipass seit September 2024. Ich studiere Business Administration und mache gleichzeitig auch eine Ausbildung zur Industriekauffrau, nun im 2. Lehrjahr. Und meine Frage lautet, was genau ist eigentlich die OPEC? Ja, die OPEC ist ein Staatenkartell. Und zwar handelt es sich um die Organisation Erdöl exportierender Länder. Die gibt es seit 1960. Und zwar sind die entstanden, weil die Ölpreise niedrig waren in den 50er Jahren. Und die Länder, das sind jetzt aktuell 12, das verändert sich schon mal über die Zeit, haben sich überlegt, dass sie mehr Geld brauchen sozusagen. Und wenn sie sich zusammenschließen und ihre Marktmacht nutzen als Kartell, dass sie dann Preise steuern, stabilisieren können. Ne? Und die machen das über Förderquoten in der Regel. Es gibt auch eine OPEC Plus, da sind dann Länder dabei wie Russland, die normal nicht zur OPEC gehören, sodass sich die Marktmacht erhöht. Also die haben jetzt ungefähr 40% der Erdölproduktion weltweit steuern die, also die haben schon Einfluss auf den Markt. Ja. Und das nutzen die auch. Ja, das ist schon ein ganz großer Anteil, ne? Wenn man überlegt, okay, weltweit wird ungefähr 100 Millionen Barrel pro Tag gefördert, dann ist das schon eine ganz beachtliche Summe, die da zusammenkommt. Genau. Eins der Mitgliedsländer ist auch Venezuela und Venezuela war natürlich jetzt groß in der Presse zu Jahresbeginn auch. Wir wollen jetzt nicht die politische Lage diskutieren, sondern natürlich die Auswirkungen auf den Ölmarkt. Ja. Dort hat man gesehen, dass die Produktion über die letzten paar Jahre von ca. 3 Millionen Barrel pro Tag gesunken ist in der letzten Zeit. Trump hat sich dahin geäußert, dass er 50 Millionen Barrel dieser Ölreserven auch auf den Markt werfen würde. Die Ölbranche in den USA hat so ein bisschen gemischt reagiert, ist im Moment so ein bisschen verhalten. Ich habe mir da mal auch die Börsenkurse der üblichen Verdächtigen angeguckt. Die sind natürlich auch erstmal hochgegangen, sind dann aber ein bisschen gefallen. Und im Moment ist da so ein bisschen eine abwartende Stimmung. Wer die Pressekonferenz aus dem Weißen Haus verfolgt hat, konnte auch sehen, dass nicht alle positiv reagiert haben. Wie schätzt du die Lage da jetzt generell ein? Ja, es ist ja nicht so einfach in der Praxis, ne? Also Rohöl ist nicht gleich Rohöl und gerade das Rohöl aus Venezuela hat eine bestimmte Beschaffenheit, also es ist ein eher schweres Öl. Da braucht man bestimmte Raffinerien auch, Anlagen, um das verarbeiten zu können. Das ist halt sehr zäh. Ne? Das hat also mit dem, was wir jetzt als Diesel oder Heizöl sehen, gar nichts zu tun, weil das der ganze Raffinerieprozess natürlich dazwischen. Und man braucht eben auch spezielle Anlagen, um das verarbeiten zu können. Die hat nicht jeder, die ist auch relativ teuer, das zu verarbeiten. Das heißt also, man kann das nicht so einfach den Hahn aufdrehen und dann ist das Öl am Markt weltweit. Das geht so einfach nicht und ist auch eine Frage, ist das dann am Ende wirtschaftlich? Ne? Also zu gegenwärtigen Rohölpreisen ist es so auf der Kippe. Also es ist nicht so einfach, das alles gängig zu machen, sage ich jetzt. Ne? Ja. Generell ist es auch so, dass exportierende, ölproduzierende Staaten Ölerlöse auch nutzen, um ihren Staatshaushalt zu finanzieren und dass die noch weit höhere Preise eigentlich brauchen, was natürlich für die Endverbraucher von Öl wiederum schlecht ist, auch gerade in den USA. Ja. Also das ist nicht ganz so einfach, wie es vielleicht manchmal aussieht. Ja, vor allem bei den jetzigen Preisen. Ne? Wir bewegen uns im Moment um die 63, 64 Dollar pro Barrel. Der Break-Even-Point in Venezuela ist bei 65 bis 80. Also es kann schon knapp werden einfach, ne? Gerade wenn man neu investieren muss auch. Ne? Ja. Wie siehst du das denn, wenn wir uns die Mengen angucken? Haben die einen großen Einfluss auf die Preisbewertung?
Naja, die Mengen sind ja begrenzt. Die Frage ist, natürlich kann man auch mit kleinen Mengen an der Spitze sozusagen manchmal einen Einfluss haben. Die Mengen sind aber eher begrenzt. Die Beschaffenheit eben auch, wie gesagt, sehr speziell. Also da ist, glaube ich, der Einfluss auf die Märkte in der Tat begrenzt. Ne? Aber solche Stimmungen erzeugen natürlich auch so einen gewissen spekulativen Druck manchmal. Ne? Also, aber der ist manchmal höher als der fundamentale Effekt, der sich in den Märkten wirklich ergibt. Ja, ich glaube, da kam auch noch hinzu, dass natürlich so ein bisschen die Unsicherheit um den Iran da auch eine Rolle gespielt hat, die ein bisschen später dazu kam. Hier reden wir über knapp 4 Millionen Barrel pro Tag an Fördermengen, wäre dann natürlich ein bisschen mehr. Wenn das natürlich zusammenkommen würde, würde da schon einiges wegbrechen. Aber ich sag mal, da erscheint es ja, oder da hat sich die Rhetorik ja auch ein bisschen verändert und hat sich bis jetzt noch nicht großartig auf die Preise niedergeschlagen. Ja, also generell haben wir ja eine Situation, dass die Wirtschaftswachstum nicht nur in Europa eher begrenzt ist, was dann auch die Nachfrage begrenzt. Auf der anderen Seite sind die geopolitischen Unsicherheiten halt da. Ne? Du hast mit 2 Regionen besprochen, aber das geht ja auch noch weiter. Und Russland ist ja auch ein Thema. Auch dort werden ja Raffinerien durchaus beschädigt durch Kriegseinwirkungen, dadurch, dass die Ukraine sozusagen zurückschlägt. Und all das trägt natürlich zur Unsicherheit bei, was sich auf der Angebotsseite tut. Aber durch die etwas gedämpfte Nachfrage ist es ausbalanciert, aber eben mit hohen Unsicherheiten behaftet. Ja, also auch eine Sache, die wir hier weiterhin beobachten natürlich, werden. Genau, dann gab es aber auch noch von Uniper-Seiten einige Pressemitteilungen, die möchte ich an dieser Stelle auch noch mal kurz erwähnen. Da wurde verkündet, dass wir Investitionsentscheidungen für 5 neue Solarprojekte getroffen haben. Wir haben einen Batteriespeichervertrag über 7 Jahre unterschrieben, auch eine Sache, über die wir immer wieder sprechen. Wir haben unseren Verkaufsprozess des Heliumgeschäfts gestartet. Und ganz gute Neuigkeiten kamen jetzt aus Indien. Dort haben wir einen Abnahmevertrag bis zu 500.000 Tonnen erneuerbaren Ammoniak unterzeichnet. Das konnte unser CEO Mike Lewis verkünden. Der war dort in der Gruppe, die unseren Kanzler Herrn Merz begleitet haben. Also sehr, sehr schöne Neuigkeiten, die er da mitbringen konnte. Genau, an Sie da draußen, wenn Sie diese Themen interessieren, können Sie auch gerne bei uniper.energy vorbeischauen. Da sehen Sie nochmal die komplette Übersicht über unsere Pressemitteilung. Kommen wir zum nächsten Thema, Stromerzeugung 2025, haben wir im letzten Jahr auch schon gemacht. Was glaubst du generell? Ist das gestiegen, gesunken, gleich geblieben? Ja, gemischt. Also jetzt in Deutschland eher seitwärts, in Europa durchaus unterschiedlich in den Ländern, in den USA eher steigend. Der Stromverbrauch hängt ja von vielen Dingen ab, insbesondere natürlich der wirtschaftlichen Situation, und die ist ja dann durchaus auch gemischt. Ja. Genau, deshalb bist du unser Experte. Das ist eine fast Punktlandung. Der Satz gilt aber fast immer, den ich jetzt gesagt habe. Ja, schauen wir uns das mal ein bisschen im Detail an. Also Schweden ist leicht gesunken. Also nochmal an der Stelle, das sind die vorläufigen Zahlen. Es liegen noch nicht die Monate am Ende des Jahres vor. Aber es sieht so aus, dass es in Schweden leicht gesunken ist. Wieder ein großer Anteil der Erneuerbaren, wie immer, von 66%. UK liegt ungefähr gleich. Ähnlich ist es in Deutschland. Und USA ist auf einem neuen Rekordhoch von 4.200 Terawattstunden. Gas ist da führend. Gucken wir uns aber mal Deutschland im Detail an. Hier sind wir bei 437 Terawattstunden, also das ist fast unverändert zum letzten Jahr. Erneuerbaren sind knapp 60%, auch fast unverändert. Hier ist der größte Anteil Wind. Erdgas hat einen Anteil von 14% und ist 1% gestiegen. CO2-Ausstoß wurde um 1,5% verringert. Bleiben wir mal kurz bei dem Erdgasanteil von 14%. Also doch gestiegen. Ist das nicht auch ein Indiz dafür, dass wir
gerade wenn wir über Dunkelflauten, wie wir im November gesprochen haben, dass das einfach so eine Technologie bleibt, die einfach als Brücke sehr wichtig ist? Ja, natürlich. Die Menge des erzeugten Stroms aus Erdgas sagt noch nicht so viel aus, wie viel jetzt an Spitzentagen zur Verfügung steht. Das ist ja das, wofür wir Erdgas am Ende vor allem brauchen, ne? Dass es an Spitzentagen zur Verfügung steht. Und wenn jetzt in der Dunkelflaute über mehrere Tage dann eben keine erneuerbaren Energien zur Verfügung stehen, dass die Gastechnologie dann da eben einspringen kann. Ne? Also die Menge an sich ist noch nicht so aussagefähig, aber die Kapazität, da ist eben das, wo wir die zusätzlichen Gaskraftwerke brauchen, dass die Spitzenlast abgedeckt werden kann, vor dem Hintergrund, dass die Kernenergie ja schon weg ist in Deutschland und die Kohle natürlich immer weiter abgebaut wird, ne, und der Kohleausstieg beschlossen ist und ist einfach nur die Frage ist, wie schnell das jetzt passiert. Die zweite Frage ist dann, wie stark man abhängig sein will in einzelnen Stunden oder sogar dann Tagen von Importen aus Nachbarländern, ne, und wo man da sich dann darauf verlassen muss, dass die eben die Kapazitäten haben. Ja. Wenn das aber jeder macht, ist das natürlich kein Erfolgsrezept. Ja. Ne? Also von daher müssen wir da auch die Hausaufgaben machen. Deswegen ist es gut, dass da jetzt auch die Bundesregierung die nächsten Schritte eingeleitet hat. Genau. Da kommen wir jetzt gleich zu, Kraftwerkstrategie. Ich möchte nur ganz kurz nochmal auf die Großhandelspreise eingehen, weil das auch immer wieder in der Presse war. Der Day Ahead, also der Vertrag für den nächsten Tag, lag im Durchschnitt bei 90 Euro pro Megawattstunde und der Jahreskontrakt auch. Also Day Ahead war fast der gleiche wie im Vorjahr. Der Jahreskontrakt ist aber 30 Euro pro Megawattstunde gesunken. Und man hört auch in der Presse immer wieder, dass man auch in diesem Jahr mit sinkenden Preisen rechnen kann. Ist das so schwarz-weiß, wie es immer dargestellt wird? Naja, schwarz-weiß ist das natürlich nicht. Ne? Also wovon wird der Strompreis beeinflusst? Also vom Wetter natürlich sehr, sehr stark. Ne? Also durch die Effekte, die wir eben kurz auch angerissen haben. Dann natürlich durch den Gaspreis, wo eben Gas den Preis setzt als Technologie sozusagen im Strommarkt und generell von der Knappheit. Ja, und da ist es natürlich so, wenn die wirtschaftliche Situation etwas gedämpft ist, gerade was die Industrieproduktion angeht, dass das für die Nachfrage natürlich eher dämpfend wirkt. Und dann haben wir aber eben, wie gesagt, einen sehr starken Wettereinfluss darauf, ob das jetzt sozusagen zum Grenzpreis Null im Wesentlichen durch Erneuerbare dargestellt wird oder ob man ein Gaskraftwerk anfahren muss, wo dann eben die Kilowattstunde Gas dann auch bezahlt werden muss durch den Strompreis. Ne? Also von daher, das sind so die Einflussgrößen. CO2 spielt auch noch eine Rolle, wie hoch der CO2-Preis ist. Das spielt halt alles zusammen. Und das Wetter ist ja notorisch schwer vorherzusagen. Ne? Deswegen ist auch schwer vorherzusagen, wo sich im Mittel dann der Preis einstellen wird. Ne? Und nicht zuletzt ist es natürlich auch so, wenn nichts passiert. Ne? Wenn wir Ausfälle haben, ne? Siehe in Berlin, das war jetzt ein Verteilnetzausfall, das kann natürlich auch Erzeugungsanlagen betreffen, solche Dinge. Das hoffen wir alle nicht. Und dann hätte das natürlich wiederum Einflüsse auf Preise. Ne? Ja. Oder was wir in den vergangenen Jahren häufiger hatten, systematische Themen bei der Kernenergieproduktion in Frankreich, wo Anlagen nachgerüstet, gewartet werden mussten und Schäden ausgebessert werden mussten. Und Uniper hatte ja auch im letzten Jahr eine Situation, wo unser Kernkraftwerk in Schweden in einer Reihe von Tagen nicht verfügbar war. Solche Sachen haben natürlich dann auch immer Einfluss auf den Strompreis. Klar. Auch eine Sache, die wir natürlich sehr, sehr eng beobachten werden, wieder hier. Du hast es eben schon angesprochen, Bundesregierung und Hausaufgaben, die sind gemacht worden. Was gibt es für ein Update von der Kraftwerkstrategie? Ja, also die Bundesregierung hat jetzt bekannt gegeben, dass es losgeht, dass eine Einigung mit der EU-Kommission da ist. Das war ja zuletzt der offene Punkt. Das ist ja alles europarechtlich relevant und muss dann auch in Brüssel besprochen werden. Also jetzt sind eben aktuell 2 Auktionen geplant im Jahr 2026, Mitte des Jahres und gegen Ende des Jahres, in der Größenordnung von 12 Gigawatt, was auf jeden Fall schon einen erheblichen Beitrag leisten würde, um die Systemsituation zu stabilisieren. Also aus unserer Sicht, auch aus Sicht der Kunden, der Verbraucher in Deutschland, ein sehr guter Schritt. Ja. Und was für uns natürlich auch ganz wichtig ist, Laufzeit von 15 Jahren haben die Verträge. Das gibt uns natürlich auch so eine gewisse Investitionssicherheit zusätzlich. Ja. Und dazu hat sich auch unser CEO Mike Lewis geäußert. Der sagte auf LinkedIn, Uniper steht mit Planungen für rund 2 Gigawatt hocheffiziente wasserstofffähige Gas- und Dampfanlagen an unseren Standorten Scholven und Staudinger bereit. Mit diesen Projekten wollen wir einen zentralen Beitrag dazu leisten, die Stromversorgung zuverlässig abzusichern. Also Hausaufgaben gemacht und die ersten Auktionen, glaube ich, sind in diesem Jahr noch geplant. 2
insgesamt, einmal im Spätsommer und gegen Ende des Jahres. Ja, die 15 Jahre, das ist zum Beispiel in UK auch schon gängige Praxis, da gibt es halt auch gute Erfahrungen. Die haben da schon vor Jahren damit angefangen und dann gute Erfahrungen damit gesammelt. Naja, und unsere Orte jetzt, Scholven und Staudinger, sind natürlich von der Netzsituation sehr gut platziert, um auch zu helfen, das Netz stabil zu halten und die Spitzen abzudecken. Ja. Also eine positive Entwicklung auch auf jeden Fall. Auf dieser Seite. Kommen wir zu ein paar Zuschauerfragen. Und zwar ein Zuschauer hat uns geschrieben, ob wir mal erklären könnten, was das Speicherparadoxon, also auf Englisch Storage Paradox, wäre. Ich glaube, wir haben es schon leicht im November mal angeschnitten, aber vielleicht noch mal 1, 2 Sätze dazu. Klingt jetzt ja sehr mysteriös, ne? Was dahinter steht, ist so, dass man die Speicher werden ja am Markt optimiert und gesteuert. Das heißt also, wenn ich Speicher bewirtschafte, dann gucke ich, zu welchem Preis ich im Sommer einspeichern kann, also Marktpreis, und zu welchem Preis ich im Winter dann ausspeichern kann. Wenn dieser Unterschied zu gering ist, dann lohnt sich das nicht und dann buche ich auch keine Speicherkapazität und dann kann der Speicher wiederum nicht bezahlt werden und dann hat der Speicherbetreiber das Problem, dass er leere Kapazitäten hat und dass das Ganze nicht wirtschaftlich ist. Ne? Warum kommt es dazu, dass diese Differenz gering ist? Weil die Risiken gering gesehen werden, dass es im Winter sehr kalt wird, weil die Risiken gering gesehen werden, dass es im Winter zu Ausfällen kommt, oder aber eben auch keiner die Risikovorsorge bezahlen will, im Sinne einer Versicherungsprämie. Jeder achtet natürlich darauf, dass er seine Kunden beliefern kann, jeder Versorger, aber wenn Anlagen ausfallen, dass dann andere Anlagen vielleicht noch genug Speicherkapazität haben, das ist eben etwas, was im aktuellen System keiner bezahlt. Und wir kommen eben dazu, dass Speicher benötigt wird, aber keiner bucht es, keiner will es bezahlen. Das kann man jetzt als Speicherparadox bezeichnen, wenn man möchte. Und hat eine gewisse Aktualität, weil im Moment liegen wir in Europa bei knapp 50% der Füllstände. Und es ist relativ kalt draußen, also unter den Vorjahren im Durchschnitt. Also das hoffentlich konnten wir erklären. Kommen wir zur Abschlussfrage, die kommt von Michael Cordon. Und zwar möchte er Folgendes wissen. Hi, ich bin Michael und im 2. Lehrjahr meines dualen Studiums. Ich wollte wissen, worauf wir im Jahr 2026 in Bezug auf die Energiemärkte achten sollen. Ja, natürlich wie immer viele Dinge. Also die geopolitische Lage ist natürlich ein Thema. Warum ist die wichtig? Einmal für die Rohstoffpreise, für die Gaspreise, für die Ölpreise, die sich natürlich bis am Ende auf den Strompreis bei uns auswirken, auf die Preise und die Situation. Aber auch auf die Sicherheitssituation, Stichwort kritische Infrastruktur. Da ist die geopolitische Lage natürlich auch entscheidend. Also da muss man einfach Vorsorge schaffen und hoffen, dass nichts ausfällt, nichts kaputt geht oder kaputt gemacht wird. Dann natürlich Klima. Wie geht es weiter mit der Klimapolitik, insbesondere mit den Dekarbonisierungspfaden? Wie stark wird die EU, aber auch andere Länder den Kurs weiter verfolgen oder gibt es andere Richtungen? Auch immer wieder spannend. Und die wirtschaftliche Situation, die natürlich direkte Auswirkungen auf die Energiemärkte haben. Das ist halt, würde ich sagen, wie immer, aber mit neuer Aktualität und mit anderen Gewichtungen, das, was wir auf dem Schirm haben müssen. Es bleibt auf jeden Fall ein spannendes Jahr. Auf jeden Fall, wie immer. Und ja, der große Meilenstein eWorld steht auch jetzt an im Februar schon direkt. Genau. Da werden wir auch wieder vor Ort sein und natürlich da einige Kunden treffen, so wie es aussieht. Genau, das ist der Zweck, deswegen sind wir da. Wunderbar. Ja, und an Sie da draußen, sollten Sie einen Themenwunsch haben oder Fragen haben, dann lassen Sie uns die einfach zukommen. Gregor, das war's schon. Ja, vielen Dank. Ein guter Jahresstart und ich freue mich auf die weiteren Ausgaben in diesem Jahr mit dir. So soll es sein. Und an Sie da draußen vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören. Wir sind verfügbar auf unserer Landingpage YouTube, Audible, Spotify und Apple. Dort können Sie uns einfach anhören oder einfach uns auch zuschauen, wenn Sie wollen. Muss nicht unbedingt sein. Also, wenn man es nicht vermeiden kann, genau. Kann man uns auch angucken. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.